Wo sind denn wir denn jetzt? Sieht ja auch richtig geil aus. Ich muss sagen, jetzt wo die Musik nicht läuft, ist es atmosphärischer. Gut, die Musik ist wunderschön, also will ich jetzt nicht sagen. Aber jetzt momentan, wo jetzt die Musik nicht da ist, ist es atmosphärischer, finde ich. Da kommt der Wald gut rüber. Schau mal hier. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Okay. Einfach mal genießen. Was ist das hier überhaupt? Ein Boot. Mit einer Angel. Okay. Ist er wo angeln gegangen? Wir genießen einfach die Atmo. Für das Aufploppen da hinten kann ich nichts. Es kann auch gut möglich sein, dass das mein PC ist. Der ist leider nicht mehr der jüngste, ne? Was haben wir denn hier? Oh, da geht's irgendwo hin. Da ist nämlich auch ein Lichtpunkt, aber da gehen wir jetzt momentan nicht hin. Wir gehen erstmal hier hinten. Da hinten ist das hier. Ein Radio. Ich möchte jetzt hier erstmal da hinten hingehen, den weitesten entfernten Punkt, den wir hier haben. Latschen wir mal dann dahin. Und da hinten ist ja auch noch ein Punkt. Latschen wir mal ganz kurz. Langsam und geschmächlich. Jetzt. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. So. Wir hüpfen mal ganz kurz. Zack.
da irgendwo lang? Tatsache. Nicht, dass das jetzt sich hier lädt und wir kommen in ein anderes Areal und ich will eigentlich noch gar nicht, weil ich dieses Areal wunderschön finde. Nicht nur das, wir haben hier dann noch gar nicht alles entdeckt. Was ist das hier? Es sieht nämlich beinahe so aus, als ob wir in ein neues Areal kommen. Ich hoffe mal nicht. Hier ist nichts weiter okay. Hier ist auch noch was. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da, ne? Ich möchte noch mal zurück. Wir waren ja noch nicht auf der anderen Seite. Wir sind ja nur auf einer Seite durchgestiegen. Und schauen uns mal, weil ich mich gerade noch umschauen. Ach, hier geht's rein zu dem. Gut, ich dachte, das wäre jetzt da hinten. Ich glaube, du gehst doch bestimmt erst weiter, wenn du alles gefunden hast. Gehe ich mal davon aus. Ja, und wie komme ich da hin? Da hinten? Nee, geht ja nicht. Das ist ja zu. Und da bin ich gekommen. Da ist alles grün. Okay, dann gehen wir mal da lang. Ach, ich bin doch von da gekommen, oder bin ich falsch? Nee. Genau, ich bin nämlich hier rein. Da... Geht da eine Höhle rein, oder was? Nö. Hm. Doch, hier ist ein Stein. Hä? Was ist das? Okay, ich muss... Okay, jetzt leuchte ich oder was? Oder muss ich die aktivieren? Sieht so aus, als ob ich die aktivieren muss. Okay. Also gut. Gut, dass ich doch nochmal zurückgekommen bin. Ich wusste es jetzt nämlich nicht. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Kann ich auch diesmal da lang gehen, so als kleine Abkürzung. Also so 3 Lichtpunkte sollen wir finden. Weiß ich noch, was sie finden. So, was ist das für... Das sind Wege. Das sind schöne Wege. So, haben wir den Lichtpunkt. Nee, den haben wir nicht gehabt. Hä? Oder komme ich da erst rein, wenn ich die 3 Lichtdinger habe? Ja. Ich komme hier nicht hoch. Hm. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal in die andere Richtung. Hui. Das ist einer dieser Spiele, die wirklich nur so spannend sind, keine Gewalt und solche Sachen.
Ich bin noch hierher gekommen, ne? Also müssen wir auch über den Hügel. So, das sind die Bäume. Die rascheln im Wind. Ich dachte, hier wäre irgendwie was. Hier war doch so eine kleine Lichtung, genau. Hier geht's theoretisch weiter, ne? War nämlich ein Weg. Genau. Da sind nämlich 3 Sterne noch. Und aber hier ist auch noch irgendwas. Nee, hier sieht's aus, als ob es da weitergeht. Oder da hinten geht's weiter, wo ich jetzt gerade weggegangen bin. Aber ist ja jetzt egal, ich will jetzt mal hier... Hier vorne geht wird, wenn ich mal meinen, dass da nicht gleich das Beendigen ist. Ich will ja noch ein paar Steine suchen. Sag ich doch. Hier geht's nämlich weiter. Was ist das hier? Eine alte Matratze, okay. Dann bin ich mal gespannt, was es mit der Story auf sich hat. Ich habe doch eben irgendwo was gesehen, ja, da hinten. Gut. Nicht, dass es hier jetzt weitergeht dann und wir die Hälfte dann verpassen. Muss ja auch nicht sein, ne? Ach ne, hier ist so ein komischer Stein. Gut. Weshalb der Stein auch gut ist, haben wir jetzt hier zumindest einen kleinen Blick. Da hinten ist mal hin. Okay. Kann ich einfach nur runterspringen? Naja, der Fuchs, der ist ja unsterblich. Ach nee. Der Fuchs, der wäre jetzt bestimmt schon 5-mal gestorben, so wie er gesprungen ist hier. Was haben wir denn hier noch? Nur noch weiter. Da ist noch so ein Lichtding. Das nehmen wir natürlich mit. Und eine Erinnerung. Bevor wir da hinten aufbrechen, würde ich mal sagen. Ah, da geht es um das Haus, was er doch erwähnt hat, glaube ich. Also es sieht so aus wie ein Haus. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured.
Okay. Warum bin ich jetzt eigentlich so komisch gelandet? Zack, 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 haben wir alles einkassiert. Und jetzt gehen wir mal hinten hin zum Licht, würde ich mal sagen. Ich dachte, hier gibt es auch mal andere Tiere. Ich habe bislang nur Hasen gesehen. Hier ist noch was. Was ist das dann da hinten? Da geht's lang. Hier ist der Stein. Da gehen wir gleich hin. Hier ist auch die Musik gleich aus. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Ja, man versteht immer erst als Erwachsener, ne, wie viel jemanden einen wert ist. So viel wie ich verstanden habe. Die Musik passt so wundervoll dazu. Da hinten steht etwas. Ein Wolf oder so. The perpetrator stood nearby, unfazed, like nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can never reminisce with him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry for everything. Ja, wie schon gesagt, man merkt erst richtig, wie viel einem am Herzen liegt, wenn er wirklich nicht mehr da ist. Und hier ist noch ein kleines. Das ist das zweite. Und da hinten steht ein Wolf. Gehen wir ganz langsam hin. Weil hier ist ja nichts mehr. Kann sein, dass das der Mörder seines Vaters ist. Okay. Oh. Ich will die Sterne einsammeln.
Komm, den kriegen wir. Gut. Jetzt rennen wir runter in unser Verderben, oder wie? Hier nebenan ist nichts mehr. Puh, wie atmosphärisch, ey. Der Weg ist ganz schön lang. Das Leben ist ein einziger Abgrund, das stimmt schon, aber... Tja. Jetzt mal auch woanders lang, oder geht das jetzt nur hier runter? Ich habe eigentlich gedacht, es geht jetzt weiter, oder? Wir sind jetzt den ganzen Weg da runter gelaufen. Okay. Komm, Füchschen. Das schaffen wir. Wir gehen jetzt das was Stretching. Ah, okay, da geht's weiter. Okay, ich habe jetzt nämlich schon gedacht, weil ich schon hier gesucht habe nach ein paar Dingern. Weil die Musik sehr traurig ist. Na gut, kann ich auch nachvollziehen. So. Wir gehen natürlich erstmal den anderen Weg hier. Mal sehen, was die Story uns weiterbringt. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. Er kann nicht mehr darüber reden. Okay. Die Musik ist auch jetzt sehr still geworden. Und ich finde auch keine Sterne mehr. Keine Lichtsterne. Also gehen wir jetzt einfach weiter den Weg hier lang, würde ich sagen. Die Musik hat auch aufgehört zu spielen. Gut, es geht weiter. Okay. Das sieht richtig gut aus. Und was nun? Joseph, you can't go to sleep feeling like this. I'm sorry for everything, and I know you need space, but I'm here for you. You don't need to feel so lost. Joseph, have I ever told you what my mother was like? Ah, hier. Was ist da? Und wo waren dann das die Junge? Oder gab es nur zwei? Wir gehen jetzt mal dem Licht entgegen, dem leuchtenden Reh, Hirsch. Kannst jetzt nicht erkennen, sieht aus wie ein Reh. Wir gehen einfach mal dahin.
You know what it's like not to have a mom at home. And you know how hard that made my childhood. What helped me was watching the birds in the morning before the school bus came. I thought that my mother was one of those birds, and it made me want to be free like her. My mom taught me how to fold origami cranes while she was in the hospital. So I told myself I would fold one every day until I could fly myself. Gut, okay. Der Hirsch zeigt uns jetzt die Geschichte von Rachel. I think we both have always loved animals. And for me, that love started with a dog. Sometimes this Rottweiler would come up to our property line and wait at the fence for me, but only once in a while. I was sure to check every day immediately after school, and it usually ended in disappointment. I would even steal money from my passed-out dad just so I could buy these off-brand dog biscuits. Even when she did stop by, she never went beyond the fence. Why was she so scared? So, was hast du noch zu erzählen? I think my dad was the opposite of your dad in almost every way, except he was in the military as well. He coped with alcohol of every kind. The trailer started falling apart, he got angry, and I withdrew. More and more I became the weird, quiet kid who made lots of origami birds and carried dog biscuits around. I think we were pretty similar when it came to being the weird kids. And that same sincerity in college was one of the reasons I was so drawn to you. Aha, okay. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ne? In der Welt. Manche trifft es härter wie Life got andere. worse and worse. And at one point, I really didn't think I could survive another day with my soul still intact. I had no real friends, let alone neighbors, since we lived in the middle of nowhere. I should have talked to my teacher, but I was scared what he would do if he found out. As I waited for the school bus one morning, I walked around until I found something in an abandoned shed. Something I can't put into words. I summoned courage I didn't know I had, and I broke into my dad's room and found the key to the shed where he had locked my bike. I'll never forget that feeling of the wind rushing by my ears as the sun rose over fields of wheat. I was flying for the first time. I biked as far as my legs could take me until I found a house that felt friendly and that felt like home. Those strangers helped me in so many ways. And if it wasn't for them, I wouldn't have found my foster family. And if it wasn't for my parents, I wouldn't have met you. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen still bin, aber die Atmosphäre ist einfach wunderschön. You have strength, Joseph, and you're not as alone as you think. It's all just so pointless. Just waiting for life to happen. It's like having the home I always wanted is cursed out of my reach. The thought of being a parent myself. How could I do that when I couldn't even be a good son? I'm sorry. I know what you're saying. I just don't know how things will work out. These quiet hours will turn into years. We'll wonder which roads passed us by. Then we'll forge a new road together. Besides, I discovered for myself that one fateful morning where any hopeful road leads to. There may be thorns and mist, but it always leads to the same thing. And what's that? Family. I'm so glad that you're part of my family, Rachel. And I'm glad you're part of mine.
Okay. Nicht, dass die jetzt hier... Obwohl eigentlich Füchse sind ja eigentlich keine Gefahr für Hirsche, ne? Die Hirsche symbolisieren jetzt Familien, oder wie? Haben die Angst? Nö. Doch. Sie rennen weg. Ich sehe aber auch nichts, was man jetzt so das leuchten soll. Okay. Dieses Spiel ist einfach wunderschön. Da sind noch Punkte. Okay. Wundervoll. Wir gehen mal ganz kurz die Punkte hier einsammeln. Oder die Lichtdinger. Hier geht es ja weiter. Aber wir müssen diese Atmo einfach nochmal einfangen hier. Einfach nur cool. Nur schön. Wunderschön. So, und jetzt gucken wir mal, wo es hier lang geht. Es leuchtet schon so. Ich sag mal, das Leben ist unberechenbar, sagt man immer und immer wieder. Es gibt Höhen und Tiefen, ne? Wir sammeln hier erstmal ein paar Steine, sage ich schon, Sternchen hier noch auf. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Verdammt. Ich finde den Fuchs einfach niedlich. Oder müssen wir 100 Sterne haben, damit wir das Spiel beenden? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Weil hier kommt jetzt nichts mehr von der Geschichte her, nur die Sternchen. Das sieht wirklich cool aus. Also der Screen gefällt mir sogar besser wie der andere.